Deutsch lernen durch Hören. Filou. Susanne geht eigentlich nicht gern so früh morgens mit ihrem Hund raus. Aber heute hat Filou ihr keine Wahl gelassen. Er hat um 4:30 Uhr angefangen zu bellen. Er stand vor der Haustür und hat ungeduldig auf seine Besitzerin gewartet. Der Hund wollte einfach keine Ruhe geben. Darum hat Susanne sich widerwillig angezogen. Sie hat sich eine Mütze angezogen, damit niemand ihre ungekämmten Haare sieht. Vermutlich wird Susanne sowieso niemandem begegnen, aber man kann ja nie wissen. Vielleicht ist heute die Nacht, in der sie den Mann ihrer Träume treffen wird. Susanne glaubt zwar nicht daran, aber sie ist stets optimistisch. Außerdem ist sie lieber auf eine Situation vorbereitet. Sie weiß mehr oder weniger, was in diesem Leben passieren wird. Unvorbereitet zu sein gefällt ihr nicht. Während Susanne über Traummänner nachdenkt, öffnet sie Filou die Tür. Der Hund rennt sofort nach draußen. Er pinkelt an einen Baum vor dem Haus. Dann läuft er in die Dunkelheit davon. »Filou! Filou!« ruft Susanne, doch ihr Hund hört nicht auf sie. »Na super«, denkt Susanne genervt und folgt ihrem Hund in die Dunkelheit. Sie hat nur das kleine Licht von ihrem Handy, um etwas sehen zu können. Denn um diese Uhrzeit sind die Straßenlaternen noch nicht an. Abends um 23 Uhr werden in Susannes Viertel die Laternen ausgeschaltet. Erst morgens um 6 werden sie wieder eingeschaltet. In der Zeit dazwischen ist es stockdunkel auf der Straße. »Filou, komm her! Komm zu mir!« ruft Susanne so laut sie kann. Aber ihr Hund reagiert nicht. Susanne kann ihn auch nicht sehen oder hören. Es ist, als hätte sich Filou einfach in Luft aufgelöst. Immer wieder ruft Susanne nach ihrem Hund. Neben ihr schaltet sich ein Licht ein. Susanne schaut zum Licht. Es hat sich automatisch eingeschaltet, als sie vorbeigegangen ist. Leider ist es nicht Filou gewesen. Er bleibt verschwunden. »Das darf doch nicht wahr sein«, flucht Susanne wütend. »So etwas hat Filou noch nie gemacht. Bisher war er immer der perfekte, brave Hund. Er hört immer, wenn man nach ihm ruft.« Es gibt ein lautes Rums, als Susanne gegen eine Mülltonne läuft, die sie im Dunkeln nicht gesehen hat. Jemand hat wohl vergessen, sie wegzuräumen. Die Tonne ist umgefallen. Zum Glück ist sie leer. Es wäre eklig geworden, wenn noch Müll in der Mülltonne gewesen wäre. »Filou!« schreit Susanne erneut. Wieder schaltet sich ein Licht ein. Diesmal ist es nicht automatisch eingeschaltet. Ein Nachbar hat es eingeschaltet. Er hat sich einen warmen Mantel übergezogen und ist nach draußen gekommen. Unter dem Rand vom Mantel kann man sehen, dass er einen Schlafanzug unter dem Mantel trägt. Außerdem hat er nur Hausschuhe an. Er steht in seiner Einfahrt und guckt Susanne fragend an. »Was ist denn los?« will er wissen. Susanne kennt den Nachbarn nur vom Sehen. Sie hat bis heute Nacht noch nie ein Wort mit ihm gesprochen. Sie weiß nicht einmal, wie er heißt. »Ich suche meinen Hund. Er wollte nach draußen und dann ist er weggelaufen. Das hat er noch nie gemacht. Ehrlich«, erklärt Susanne. Es ist ihr wirklich peinlich, dass sie Filou nicht an der Leine hatte. Hätte sie Filou an der Leine gehabt, müsste sie ihn jetzt nicht suchen. »Habe ich sie geweckt?« fragt Susanne. Sie ist ganz rot im Gesicht, weil ihr das alles so peinlich und unangenehm ist. »Mein Rufen war es, das sie geweckt hat, stimmt's?« fragt Susanne. Sie redet immer sehr viel und sehr schnell, wenn sie nervös ist. Und im Moment ist sie sehr nervös. »Nein, die Mülltonne hat mich geweckt. Es war ziemlich laut, als sie umgefallen ist«, antwortet der Nachbar. »Und da es meine Mülltonne war, die sie umgeworfen haben, wollte ich die Tonne schnell wegräumen.
Ich habe es vorhin leider vergessen. Tut mir leid, dass meine Mülltonne im Weg stand. Ich räume sie sonst immer weg. Wirklich, erklärt der Nachbar. Er scheint nicht weniger nervös zu sein als Susanne. Das macht Susanne allerdings nur noch nervöser. Der Nachbar geht langsam in Susannes Richtung. Er schaut immer wieder auf den Boden, damit er im Dunkeln in seinen Hausschuhen nicht hinfällt. Das würde alles nur noch viel peinlicher machen, und das möchte er unbedingt vermeiden. Denn er hat jetzt erkannt, wer um diese nächtliche Zeit vor seinem Haus Lärm macht. Er kennt Susanne vom Sehen, aber er kennt ihren Namen nicht. Bisher gab es keine Situation, wo die beiden sich hätten vorstellen können. Das kann man nun nachholen. »Ich bin übrigens Clemens«, stellt der Nachbar sich vor, als er vor Susanne und seiner Mülltonne steht. »Susanne«, sagt Susanne nervös. Sie weiß nicht, ob sie ihrem Nachbarn jetzt die Hand geben soll oder lieber nicht. Sie streckt ihm die Hand aus. Das Gleiche tut auch Clemens. Unsicher geben sie sich die Hand. Clemens' Hand ist angenehm warm, aber Susannes ist inzwischen eiskalt. Sie hat auch nicht damit gerechnet, so lange draußen zu sein. Eigentlich dachte sie, dass sie nur ein paar Minuten mit Filou draußen ist und sich danach direkt wieder in ihr warmes Bett legen kann. »Also, ich nehme mal meine Mülltonne und bringe sie ins Bett. Nein, ich meine, ich bringe sie an ihren Platz neben dem Haus und gehe wieder ins Bett. Natürlich bringe ich die Tonne nicht ins Bett. So ein Quatsch. Das passiert, wenn man müde ist und plötzlich mit fremden Leuten reden muss«, sagt Clemens und bereut sofort, was er gerade gesagt hat. Damit meine ich nicht, dass es schlimm ist, dass wir gerade miteinander reden. Ich bin einfach zu müde für eine Unterhaltung, egal mit wem. Eigentlich findet Susanne es ganz süß, dass Clemens auch so durcheinander redet wie sie. Auch sein nervöses Lächeln gefällt ihr. »Soll ich dir helfen, nach deinem Hund zu suchen, wenn ich die Mülltonne weggestellt habe?« fragt Clemens. »Ja, gern, wenn deine Frau sich nicht wundert, weil du nicht wieder ins Bett kommst«, antwortet Susanne. »Nein, ich denke nicht, dass sie sich wundern wird. Sie hat vor einem halben Jahr die Scheidung beantragt und einen Tag später ist sie auch schon ausgezogen«, sagt Clemens, und Susanne wird sofort wieder knallrot. Sie wollte lieber bei dem Pfleger wohnen, der sich um ihre 85-jährige Mutter kümmert. »Oh«, sagt Susanne plötzlich. »Ach, nicht so schlimm. Wir hatten uns schon länger auseinandergelebt«, meint Clemens, während er seine Mülltonne wegräumt. Als er wieder neben Susanne steht, hat er auch sein Handy in der Hand, um es als Lampe zu benutzen. »Wo suchen wir denn nun nach deinem Hund?« fragt er. »Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist Filou zum Park gerannt, wo ich manchmal mit ihm spazieren gehe«, entgegnet Susanne. »Dein Hund heißt Filou?« fragt Clemens überrascht. »Ja, wieso?« fragt Susanne zurück. »Ich hatte früher auch mal einen Hund, der Filou hieß. Ich hatte ihn aus dem Tierheim geholt. Irgendwann ist er weggelaufen und ich habe ihn nicht wiedergefunden. Seitdem hatte ich keine Haustiere mehr. Mein Filou stammt auch aus dem Tierheim. Ich habe ihn seit 8 Jahren. Aber im Tierheim hat man mir gesagt, dass er vermutlich 5 Jahre alt ist. Also müsste er jetzt ein alter Kerl sein.« »Das ist ja verrückt. Das Gleiche haben sie mir damals auch gesagt und mein Filou ist vor etwa 8 Jahren weggelaufen«, meint Clemens. »Ob du meinen Filou aus dem Tierheim geholt hast? Nein, das ist unmöglich. Dann müsste der Hund inzwischen schon Mitte 20 sein«, überlegt Clemens, während er mit Susanne in Richtung Park geht. »Es wäre ja wirklich total verrückt gewesen, wenn wir beide denselben Hund gehabt hätten«,
stellt Susanne fest. Als sie das sagt, kommt etwas durch die Dunkelheit auf sie zu. Es ist ungefähr kniehoch und hat schwarzes Fell. »Filou«, ruft Susanne erleichtert, als der Hund zuerst an ihr und danach an Clemens hochspringt. »Das ist dein Filou? Ich könnte schwören, dass es meiner ist.« Aber dann hätte er sich in den letzten Jahren kein bisschen verändert, stellt Clemens fest.